In einer fernen Ecke des Königreiches, umgeben von endlosen Wäldern und ruhigen Seen, lag das Dorf Südenwald. Hier lebte Elara, eine talentierte Musikerin mit einer besonderen Geige, die die Fähigkeit hatte, die Natur selbst zum Singen zu bringen. Elara war glücklich, doch im Dorf begannen seltsame Dinge zu geschehen. Die Pflanzen verdorrten, die Tiere wirkten unruhig und die Musik verlor ihre Magie. Es muss eine Ursache für all dies geben, dachte Elara. Ich werde der Sache auf den Grund gehen. Eines Tages entdeckte sie ein altes, verwittertes Buch in der Bibliothek, das von der verlorenen Melodie sprach. Diese Melodie hatte die Kraft, die Harmonie der Natur wiederherzustellen. Um sie zu finden, musste Elara 4 musikalische Prüfungen bestehen, die in den 4 Himmelsrichtungen des Waldes verborgen waren. Elara packte ihre Geige und machte sich auf den Weg. Die erste Prüfung war die Melodie des Nordens, bewacht von einem riesigen Eulenwächter. Bevor du fortfährst, musst du beweisen, dass du würdig bist, krächzte die Eule und stellte Elara vor ein musikalisches Rätsel. Nachdem Elara das Rätsel gelöst hatte, verlieh ihr die Eule die Melodie des Nordens. Ähnliche Prüfungen bestand sie im Osten beim Froschkönig, im Süden bei der Löwin und im Westen bei einer Schar von tanzenden Schmetterlingen. Jede Melodie fügte sich wie ein Puzzlestück in das große Ganze ein. Als Elara schließlich alle Melodien gesammelt hatte, kehrte sie nach Südenwald zurück. Doch ein dunkler Schatten hatte das Dorf befallen. Ein bösartiger Zauberer namens Maltor hatte versucht, die Macht der Melodie für sich zu beanspruchen. Du kannst die Melodie nicht besitzen, denn sie gehört der Natur selbst, rief Elara. Ein musikalisches Duell entbrannte, wobei Elara auf ihrer Geige spielte, als ob ihr Leben davon abhinge. Maltor war stark, aber die Melodien, die Elara gesammelt hatte, vereinten sich zu einer mächtigen Harmonie. Mit dem letzten Strich ihrer Geige bezwang Elara Maltor, und die verlorene Melodie erfüllte die Luft. Der Wald erwachte zum Leben, die Pflanzen blühten auf und die Tiere sangen in Freude. Maltor wurde in einen harmlosen Raben verwandelt und flog davon, die Lehre seines Lebens gelernt. In den Jahren danach blühte Südenwald wie nie zuvor. Elara wurde zur Hüterin der Melodie und lehrte die kommenden Generationen die Kraft der Musik und die Bedeutung der Harmonie mit der Natur. Und so wurde die Geschichte von Elara und der verlorenen Melodie eine Legende, die von Eltern an ihre Kinder weitergegeben wurde als Erinnerung daran, dass die wahre Magie im Einklang mit der Welt um uns herum liegt.